Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaijuverse. Bei uns kommt es auf die Größe an. Kenji Sahara ist Rekordhalter am Kaiju-Eger. Mit unglaublichen 13 Auftritten alleine in den Godzilla-Filmen ist er der Schauspieler, an den kein anderer herankommt. Er wurde 1953 durch das New Face Program der Toho entdeckt. Regisseur Ishiro Honda gab Sahara bereits eine winzige Rolle in seinem Farewell Rabaul von 1954. Wenige Monate später sah man ihn im ersten Godzilla-Film. Er ist einer der Passagiere eines Dampfers. Zwei Jahre später spielte er in Rodan die fliegenden Monster von Osaka seine erste Hauptrolle als Mineningenieur Shigeru. Von da an war er einer der gefragtesten Schauspieler des Regisseurs. Sahara kann eine ganze Bandbreite an Charakteren spielen, über mutige Helden bis zu Schurken. Am besten bekannt ist für seine Rolle als Kapitalist Torahata aus Godzilla und die Urweltraupen von 1964. Auch durch den Mu-Agenten aus U-2000 von 1963 und des mysteriösen Obata aus Monster des Grauens greifen an von 1970 konnte er zeigen, wie eindringlich er böse Charaktere verkörpern kann. Sein Gesicht ist eines der bekanntesten im Kaiju-Eiga. Gerade in der Showa-Ära spielt er nicht nur in den Godzilla-Filmen, sondern auch in anderen Produktionen der Toho mit. Der Regisseur der Spezialeffekte Eiji Tsuburaya kreierte Mitte der 60er Jahre sein eigenes Produktionsstudio und erschuf unter anderem Ultraman und Ultra Q. Auch dort ist Sahara sehr oft zu sehen. Er trat auch neben anderen berühmten westlichen Schauspielern auf. 1965 arbeitete er mit Frank Sinatra in der Co-Produktion None But the Brave zwischen der Toho und Warner Bros. Zusammen. Zusammen mit den Schauspielern Hiroshi Kozumi und Akira Takarada gehört Kenji Sahara zu den einzigen 3 Schauspielern, die in der Showa-, Heisei- und Millennium-Ära auftraten. Man sieht ihn in Godzilla Final Wars zu Godzillas 50. Geburtstag ein letztes Mal. Sahara entwickelte in den 50er Jahren eine Freundschaft zu Regisseur Ishiro Honda. Der Regisseur war ein sehr freundlicher und geselliger Mann, welcher gerne mit seinem Team und den Schauspielern nach den Dreharbeiten bei sich im Hause Partys feierte. Sahara war ein gern gesehener Gast. Ebenso pflegte er eine Freundschaft zu Akihiko Hirata, mit dem er in mehreren Filmen zusammenarbeitete. Sein Schaffen bezieht sich nicht nur auf Kaiju und andere Tokusatsu-Produktionen. Aber in der westlichen Welt sind diese mit ihm am bekanntesten. Für ihn ist es ein Vergnügen, auf Conventions aufzutreten und mit den Fans zu plaudern. Kenji Sahara ist vielleicht der letzte große Zeitzeuge der klassischen Godzilla-Reihe. Mit seinen heute 92 Jahren wünschen wir Fans ihm nur das Beste und viel Gesundheit. Möge er noch lange unter uns weilen. Yoshibumi Tajima wird auch oft Yoshifumi Tajima genannt. Der Schauspieler kann auf eine gewaltige filmische Biografie zurückblicken, wobei die bekanntesten für das westliche Publikum natürlich die Kaiju-Eiga-Produktionen sind. Tajima war für Regisseur Honda ein fester Bestandteil des Casts. Ihn sah man immer in einer Nebenrolle. Die populärste Rolle hatte er sicherlich als gieriger Geschäftsmann Kumayama in Godzilla und die Urweltraupen von 1964. Doch seinen ersten Auftritt im Kaiju-Eiga hatte er bereits in Ishiro Hondas Rodan von 1956. Danach war er unter anderem die rechte Hand von Captain Jinguji in U-2000 von 1963 und ein Beamter der Küstenwache in Frankenstein Zweikampf der Giganten von 1966. Besuch dürfen wir noch nicht zulassen. Ich bin von der Küstenwache. Seine letzte Rolle hatte er in Godzilla die Rückkehr des Monsters von 1984. Tajima verstarb am 10. September 2009 mit 91 Jahren. Sein markantes Äußeres und seine Leistung bleiben jedem Kaiju-Fan in Erinnerung. Frankenstein. Wir werden die Erde für ihn erobern. Rufen Sie mich, wenn Sie sich ergeben wollen. Also Frankenstein steht hinter allem. Osman Yusuf war ein türkischstämmiger Schauspieler, der aufgrund seiner Erscheinung in Dutzenden Filmen der Toho gecastet wurde. Er ist mit einigen weiteren westlichen Schauspielern wohl einer der bekanntesten, von dem man sagen kann, den Typen habe ich doch schon irgendwo mal gesehen. Osman nahm am Zweiten Weltkrieg teil und verblieb danach in Japan. Aufgrund seiner guten Japanischkenntnisse wurde er von Filmstudios, vor allem der Toho, regelmäßig in Filmen eingesetzt. Er verstarb am 29. August 1982.
Conway war amerikanischer Steuerberater, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Japan Fuß fasste. Er konnte sehr gut Japanisch sprechen und wurde daher von der Toho gerne für deren Kaiju- und Science-Fiction-Filme gecastet. Meistens wurde er nur als Statist mit wenig Dialog verwendet. Seine Rolle als Dr. Immelmann in Ishiro Hondas Weltraumbestien von 1957 ist wohl die bekannteste. Er verstarb am 19. Dezember 1996. Hughes war genau wie Osman Yusuf türkischstämmiger Schauspieler. Er war ursprünglich Geschäftsmann und wurde von den japanischen Studios gerne als Statist eingesetzt. Seine bekannteste Rolle ist wohl die des Dr. Stevenson in Frankenstein und die Monster aus dem All von 1968. Andrew Hughes verstarb am 1. September 1996. Dieser Schauspieler hat wohl die wenigste Screentime aller anderen Schauspieler, ist aber derjenige, den man sich am besten erinnern kann. Durch seine zum Teil überdrehte Darstellungskunst wurde er gerne von Regisseur Honda in seinem Film eingesetzt. Beide verband wohl eine gute Freundschaft. Seine bekannteste Rolle ist die des Bauern aus Frankenstein und die Monster aus dem All von 1968, als er einen Sender der Kiljak-Aliens findet. Die beiden Ito-Zwillinge waren vor allem als das Popsänger-Duo The Peanuts bekannt und konnten auf eine erfolgreiche musikalische Karriere zurückblicken. Für den Kaiju-Eger gaben sie als Mothras Priesterin eine unvergessliche und zur Kult gewordene Darbietung. Durch ihre Gesangseinlagen, insbesondere das Mothra-Lied, wurden sie weltberühmt und gaben der legendären Motte einen mystischen Flair, der über die Jahrzehnte hinweg fortgesetzt wurde. In dreimal spielten die beiden Zwillinge die Rollen der Priesterinnen, jeweils unter der Regie von Ishiro Honda. 1964 überfiel in Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah der goldene Drache erstmals die Erde. Und dort hatten die beiden ihren letzten Auftritt im Genre. In Deutschland waren die beiden sogar einmal in der damals berühmten Katharina Valente Show zu sehen und präsentierten Souvenirs aus Tokio. Ihr Privatleben war wohl sehr turbulent aufgrund von Liebschaften zu Männern des organisierten Verbrechens. Emi Ito starb mit 71 Jahren am 25. Juni 2002 und ihre Schwester Yumi mit 75 Jahren am 18. Mai 2016. Und für den Kaiju-Eger haben sie unvergessliche Arbeit geleistet. Ihre Arbeit inspirierte zukünftige Schauspielerinnen, die die Rolle von Mothras Feen spielen werden. Einer der berühmtesten Nebendarsteller ist Isaya Ito. Er hat stets eine ernste und respektvolle Ausstrahlung und daher sieht man ihn meistens in autoritären Rollen. Seinen ersten Auftritt hatte er in Ishiro Hondas Weltraumbestien von 1957 und den letzten in Frankenstein und die Monster aus dem All von 1968. Seine bekannteste Rolle ist die eines Agenten, der die Prinzessin seines Landes töten will. Eigentlich war die Rolle für seinen Freund Yoshio Tsuchiya gedacht, doch diesem kam etwas dazwischen und Ito sprang ein. Ebenso gut gemacht ist seine Performance als Chef der Küstenwache, als er die rätselhaften Schiffsunglücke untersucht, hinter denen der grüne Frankenstein Gaira steckt. Akiko Wakabayashi bewarb sich bei Meisterregisseur Akira Kurosawa, der sie jedoch nicht in seinem Team haben wollte. Sie unterschrieb bei Toho und wurde auch für deren erfolgreiche Kaiju- und Science-Fiction-Produktion eingesetzt. Sie war in Die Rückkehr des King Kong von 1962 zu sehen, als auch in Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah und Nogora von 1964. 1967 hatte sie wohl ihre international berühmteste Rolle an der Seite von 007 Sean Connery persönlich in Man lebt nur zweimal. Sie spielte die Figur der Aki. Gemeinsam mit Wakabayashi ist Mihama zu sehen, die ebenfalls im Kaiju-Eger einige Auftritte hatte. Regisseur Ishiro Honda hatte sie bereits 1958 in seinem Film Song for a Bride untergebracht. 1972 zog sie sich aus dem Filmgeschäft zurück. Es war Frankenstein.